In diesem Video möchte ich auf ein Konzept eingehen, das unter dem Begriff Win versteckt ist, nämlich What's Important Now. Ein Beispiel, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, nenne ich mal aus der Formel 1. Alle von euch, die das jetzt in näherer oder längerer Zukunft sehen, wir haben euch nochmal die Highlights aus dem Rennen verlinkt, damit ihr auch genau wisst, worum es geht. Lewis Hamilton hat beim großen Preis von Ungarn den ersten Platz belegt im Qualifying und startete auch von der Pole. In der ersten Runde und in der ersten Kurve schon entstand ein riesiges Chaos hinter ihm. Max Verstappen wäre fast rausgeflogen, 3, 4 Fahrer konnten nicht weiterfahren. Das Rennen wurde pausiert und alle Fahrer standen in der Boxengasse und konnten sich natürlich auch die Strategie für das restliche Rennen zurücklegen. Als es dann zum Restart kam, kam es zu einer extrem kuriosen Situation. Lewis Hamilton war der Einzige, der in der Startaufstellung stand. Alle anderen sind aus der Boxengasse gestartet. Warum sind sie aus der Boxengasse gestartet? Sie haben die Situation erkannt, genutzt, um ihre Reifen zu wechseln. Die Bedingungen haben sich nämlich verändert von leicht regnerisch zu trocken. Und so ist McLaren Mercedes ein klarer Fehler unterlaufen, denn alle anderen hatten auf einmal bessere und schnellere Reifen und Lewis Hamilton musste eine Runde fahren, um dann erst in die Boxengasse zu fahren und hat insgesamt 20 Sekunden verloren. Warum erzähle ich dieses Beispiel jetzt aus der Formel 1? Ich glaube schon, dass im Nachgang des Rennens diese Situation hart aufgearbeitet wurde. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die ein oder anderen Fetzen geflogen sind. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt an der Geschichte, Lewis Hamilton und auch das Team hat das beiseite geschoben und sich nur die Gedanken gemacht, okay, was ist ab jetzt wichtig? What's important now? Was müssen wir jetzt tun, um ab jetzt noch das beste Ergebnis zu erzielen? Und er ist schließlich sogar noch aufs Podium gefahren, weil sie strategisch nochmal sehr, sehr früh dann in die Box gefahren sind, sich bessere Reifen geholt haben, länger draußen geblieben sind, um dann letztlich noch den einen oder anderen zu überholen und dann von ganz hinten sogar noch Dritter im Gesamtklassement werden zu können. Ein anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, ist im Bereich Poker. Stell dich mal folgende Situation vor. Die eine Situation ist, ich habe eine halbe Million Euro am Tisch und vor einer Stunde noch war ich Chipleader und hatte 1 Million Euro oder Dollar und war eigentlich der beste Spieler am Tisch und habe jetzt nur noch 500.000. Überlegt euch mal, wie ihr euch in der Situation fühlen würdet. Szenario 2 zu der Geschichte ist, vor einer Stunde hatte ich nur 50.000 Dollar an Chips und war eigentlich der schlechteste Spieler am Tisch, der aufpassen musste, dass er nicht rausfällt aus dem Klassement. Und das ist natürlich eine andere Situation. Ihr würdet euch natürlich viel besser fühlen. Ihr habt euer Geld verzehnfacht, ihr kommt von unten, ihr kommt mit einem gewissen Momentum, ihr freut euch auf die Situation. Aber Fakt ist, dass ihr im jetzigen Zeitpunkt 500.000 Euro oder Dollar an Chips habt und ab jetzt wieder die besten Entscheidungen treffen müsst. Es ist eigentlich relativ egal, wie die Situation vor einer Stunde war. Und es ist auch egal, wie viele Chips ihr hattet und wo ihr herkommt und wie die Situation war. Es ist nur entscheidend, was sind ab jetzt die besten Situationen. Im Fußball, das werdet ihr euch jetzt sicherlich schon mal klar denken können, kann man das natürlich auch direkt aufs Ergebnis beziehen. 70. Minute, es steht 2:2. Und für euch ist es sicherlich in der Situation, in der 70. Minute ein Unterschied, ob ich 0:2 zurückgelegen habe und im Lauf bin und das vielleicht zu einem 2:2 gespielt habe oder ob ich 2:0 geführt habe und der Gegner ist rangekommen. Trotzdem ist es eine große Qualität eines Trainers, trotzdem ist es eine große Qualität von Strategen und Leuten insgesamt, die Entscheidungen treffen können, diese Sachen beiseite schieben zu können und einfach nur zu überlegen, was im nächsten Moment wichtig ist, um das Spiel möglichst optimal für einen zu gestalten. What's important now? An der Seite könnt ihr unser nächstes Video in dieser Serie anschauen oder unseren Kanal abonnieren und damit bis zum nächsten Mal bei Coach2.